Ja, hallo liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich war mal wieder fleißig für euch auf den Internetplattformen unterwegs und habe was bestellt, was euch vielleicht interessieren könnte. Und zwar habe ich mir auf AliExpress wieder ein Funkmikrofon gekauft im 2,4 Gigahertz Bereich. Und zwar ist das Ulanzi A100. Das Ulanzi A100 kostet derzeit so nicht ganz 30 Euro bei den verschiedensten Plattformen. Ihr könnt es aber auch in Deutschland bestellen. Ulanzi ist ja kein ganz unbekannter Hersteller und der hat auch einen deutschen Online-Shop, wo ihr dieses Mikrofon bestellen könnt. Da kostet es derzeit allerdings 39 US-Dollar, also roundabout 35 Euro. Aber dann bekommt das schneller, könnt ihr also selbst entscheiden, etwas günstiger oder etwas schneller. So, was haben wir denn hier Schönes gekauft? Als erstes mal, es kommt in so einer handlichen Ladeschale. Ja, Gewicht gefühlt nichts. Und jetzt schauen wir mal rein, was wirklich der Lieferumfang von diesem Teil ist. So, wir haben also 1, 2 Sender. Wir haben einen Empfänger. Wir haben einen zweiten Adapter für diesen Empfänger. Wir haben 2 Windpuschel, ja, für jeden Sender ein. Und wir haben, so, das muss ich mal kurz zeigen. Ich hoffe, die Kamera stellt darauf scharf. Wir haben 2 kleine Neodym-Magneten. Fangen wir mal mit denen an. Wozu braucht man die eigentlich? Wenn wir jetzt hier den Empfänger haben, dann hat er so einen Clips, mit dem ihr die Sachen, kommen wir wieder rein ins Bild, wo ihr den Sender an die Sachen stecken könnt. Das geht aber nicht in jedem Fall. Und das Schöne ist, mit diesem Neodym-Magnet könnt ihr dieses Mikrofon an einer beliebigen Stelle anbringen, ohne dass ihr irgendwo an die Sachen klemmen müsst. Hält auch sehr gut. Und wenn ihr nicht irgend so einen Extremsport macht, wird es auch an der Stelle bleiben, wo es hingehört. Da ich jetzt den Sender schon mal in der Hand habe, schauen wir uns die dann mal gleich genauer an. Klar, vorne das Wichtigste überhaupt, das Mikrofon. An der Seite ein Powerschalter. Auf der anderen Seite eine USB-C Ladebuchse. Hier sind noch 2 Pins zum Laden der Ladeschale. Und den hatte ich euch schon mal kurz gezeigt. Der obligatorische Clips zum Befestigen an der Kleidung. So, jetzt schalten wir den auch mal ein. Er blinkt abwechselnd grün und blau. Dann werden wir ihm jetzt mal den entsprechenden Sender einschalten. Ihr seht also, in kürzester Zeit hat sich das Mikrofon, also der Sender, mit dem Empfänger verbunden. Ganz problemlos. Der Funktionsumfang von diesen Sendereinheiten ist, ja, ich glaube, dem Preis geschuldet sehr überschaubar. Wir haben eigentlich nur eine Rauschunterdrückung, die man in 3 verschiedenen Stufen einstellen kann. Dazu muss man einfach nur kurz den Powerknopf drücken. Und dann seht ihr, das grüne Licht wechselt zum blauen Licht. Dann ist die Rauschunterdrückung eingeschaltet. Wenn er zweimal drückt, blinkt er zweimal, dann wird es etwas stärker. Wenn er nochmal drückt, blinkt es 3-mal. Und das ist dann die größte Rauschunterdrückung, die ihr einstellen könnt an dem Mikrofon. Ich mache es lieber ohne, ich bearbeite das lieber am PC nach. Da bleiben mir doch einige mehr Möglichkeiten und es wird etwas besser von der Qualität. Was ich euch auch schon gezeigt habe, ja, der Windpuschel. Ganz wichtig, wir sind immer draußen unterwegs. Da werde ich den jetzt mal für euch montieren. Ich hoffe, das funktioniert auch gleich ganz gut. Ging also problemlos, rastet fest ein und ist verliersicher. Hat einen Grund. Ja, wenn ich euch den Puschel mal von unten zeige, der hat so eine Art Bajonettverschluss. Kleines Plastikteil, das müsst ihr aufs Mikrofon mit einem leichten Dreh befestigen und dann ist das ganze Teil verliersicher. Jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Teil an diesem Funkmikrofon-Set und das ist der Empfänger. Ja, sieht auf den ersten Anschein ganz gewöhnlich aus. In dem Fall jetzt ein TRS-Anschluss, also für die Kamera selber. Aber
Der hat noch eine kleine Besonderheit, weswegen ich das ganze Set eigentlich gekauft habe. Und dazu gehe ich mal etwas näher ran an die Kamera. Ja. Dieser Empfänger, ja, ist modular aufgebaut. Ja. Er besteht eigentlich, trenn das mal, aus der eigentlichen Empfängereinheit mit einer USB-C-Schnittstelle und er besteht aus einzelnen Adaptern, die man für die jeweiligen Systeme, also Kamera, Actioncam, Handy, soweit ich weiß auch iPhone, anstöpseln kann. Im Moment liegt mein Hauptaugenmerk für dieses Mikrofon wohl eher auf der Actioncam. Ja, dafür ist es eigentlich gekauft. Also werde ich mal den USB-C-Adapter anschließen. Ganz einfach klicken, ist dann fest miteinander verbunden. Super Lösung. Jetzt greife ich mir dazu mal meine Actioncam. Ja, habe schon mal die Klappe aufgemacht und jetzt zeige ich euch mal, wie es einfach zu befestigen ist. Einfach in den Port einstecken und fertig. Und schon seid ihr bereit für die Aufnahme. Bevor wir jetzt aber mal zu dem Wichtigsten kommen, ja, wie funktioniert das Mikrofon eigentlich und wie ist der Ton, der darüber kommt, wollte ich euch noch mal kurz was zur Ladeschale sagen. Die Ladeschale hat einen Akku drin mit 800 mAh, hört sich erstmal nicht allzu viel an. Der Hersteller verspricht uns aber, dass wir damit den Sender und die Empfänger mehr als 3-mal laden können. Und bei den Angaben vom Hersteller, der sagt, wir können mit einem vollen Empfänger so circa 3 Stunden arbeiten und mit einem vollgeladenen Sender circa 4 Stunden, ergeben sich dann nach Herstellerangaben eine Nutzungszeit von 13,5 Stunden. Hört sich sehr viel an. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber selbst wenn nur 8 bis 10 Stunden rauskommen an der Stelle, das ist ein vollkommen ausreichendes Ergebnis. Ja. Damit kann ich vernünftig arbeiten. Das Ladecase ist auch nicht besonders groß, ja, passt fast in jede Hosentasche, ja, nimmt beim Wandern keinen Platz und vor allem kein Gewicht in Anspruch. Deshalb kommt es jetzt in den Rucksack. Wir gehen raus und wir probieren das Mikrofon einfach mal an der Actioncam aus. Wir sind draußen in der freien Natur. Jetzt wollen wir das Mikrofon auch mal testen. Ja, jetzt habe ich noch den Originalton von der Actioncam drauf. Es ist ziemlich windig. Da werden wir mal sehen, ob das Ulanzi A100 den Ton doch verbessert. Und mit den Windgeräuschen werden wir gleich sehen. So, ich werde es jetzt einschalten. Powerknopf ist an der Seite. Es blinkt, sucht die Verbindung, kann die Verbindung noch nicht finden, weil ich den Empfänger noch nicht angestöpselt habe. Der muss an die Kamera. Ich versuche das mal hier freihändig zu machen unterwegs. Das ist nicht so einfach. So, jetzt seht ihr schon, der passt wunderbar an die Actioncam dran. Das war auch eigentlich der Grund, so in der Art das Mikrofon gekauft habe, weil dann kann man ohne irgendwelche Veränderungen an der Actioncam zu machen, das Mikrofon anschließen. Mit dem Einstecken des Mikrofons in die Kamera hat es sich auch gleich automatisch verbunden und das funktioniert auch und das erkennt ihr ganz einfach. Wenn ihr hier auf den Monitor schaut, seht ihr auf der oberen Seite einen grünen Balken. Ich hoffe, das kann man erkennen auf der Kamera. Und wenn ich jetzt spreche, dann merkt ihr ja, wie der grüne Balken sich bewegt. Jetzt probieren wir mal aus, bis auf welche Entfernung das funktioniert. Der Hersteller verspricht ja 20 Meter, das ist nicht allzu viel. Und ich glaube, das schafft es auch ganz locker. Ich laufe jetzt los und dann spreche ich mal weiter, während ich laufe. So, ich denke, das sind ungefähr 10 Meter. Das müsste noch gut funktionieren. So, ich denke, das dürften 20 Meter sein. Ich kann es jetzt nicht kontrollieren, ob es noch funktioniert, aber ich denke mal, ich rufe mal zur Kamerafrau. Geht's denn noch? Ist der grüne Balken noch da? Ja, die ganze Zeit Ja. war grün. Das ist dann super. Ich denke, es funktioniert auch ein paar Meter mehr, aber der Hersteller garantiert uns halt nur diese 20 Meter und das ist völlig ausreichend für so ein Funkmikrofon, gerade in der Preislage. So, ihr habt gesehen, wie funktioniert das Mikrofon draußen an der Actioncam. Ihr habt dann auch erfahren, die Reichweite vom Hersteller ist angegeben, so mit ca. 20 Meter, was nicht so extrem viel ist für so ein Funkmikrofon, aber für meine Bedürfnisse völlig
ausreichend. So, jetzt probieren wir nochmal Folgendes. Ich werde das Mikrofon jetzt auch nochmal an meiner Studiokamera anschließen und mal gucken, wie sich der Ton verhält im Vergleich vom internen Mikrofon der Kamera. Ich habe heute extra keinen Shotgun oder was drauf gemacht, damit wir wirklich mal einen Vergleich haben zu diesem Funkmikrofon von Ulanzi. Ich stöpsel es an, ihr seid live dabei. So, wenn ich ihn auf die Kamera mache, nicht vergessen, einschalten. Ich weiß nicht, ob ich es bereits erwähnt habe. Wenn ihr das an die Actioncam ranmacht und Handy, braucht ihr den nicht extra einschalten, den Empfänger. Dann schaltet er sich automatisch ein. Der Sender und der Empfänger sind eingeschaltet. Sie haben sich gleich gefunden. Jetzt ist blau eingeschaltet. Rauschunterdrückung wollte ich eigentlich nicht haben. Also stelle ich mal zurück auf normalen Betrieb ohne Rauschunterdrückung. So, wir versuchen es einfach mal so, wie ich es normal an die Kleidung klemmen würde. Oder nein, eigentlich probieren wir es erstmal so ganz normal, omnidirektional. Wenn ich das Mikrofon wirklich in eine Richtung halte, wo es optimal ist fürs Mikrofon, wie das mit dem Ton dann ist. Und dann probieren wir einfach mal, wie sich der Ton vielleicht verändert. Ja, wenn ich das Mikrofon vielleicht 90 Grad oder 180 Grad zur optimalen Richtung drehe. Ja, also wie gut die Abdeckung der Aufnahme ist, falls ich mal nicht so die Möglichkeit habe, das Mikrofon vernünftig in diese Richtung auszurichten. Wie das jetzt natürlich geworden ist im Video, kann ich euch natürlich dann erst im Schnitt einblenden. Ja, dann muss ich mal den Kopfhörer aufsetzen, ja, und den Ton vernünftig mir über die Kopfhörer anhören. So, was haben wir denn jetzt zu diesem Funkmikrofon von Ulanzi, das A100? Ihr bekommt hier für einen überschaubaren Preis von zwischen, sagen wir mal, 25 und 40 Euro, je nachdem, wo und wann ihr das kauft, ein funktionierendes System, worauf ihr euch verlassen könnt. Über die Qualität des Tones könnt ihr euch selbst eine Meinung bilden. Ich habe es euch eingeblendet. Hört es euch genau an, entscheidet, ob euch das ausreicht oder nicht. Bei mir wird es bleiben. Ich werde es also behalten und es wird einzufinden an meiner Actioncam. Die Actioncam, muss ich zu meiner Schande gestehen, behandle ich ja nicht immer besonders pflegeleicht. Es ist halt eine Actioncam und dafür wird es auch benutzt. Also wenn ich dafür also ein externes Mikrofon benutze, wenn ich also jetzt ein externes Mikrofon für die Actioncam benutze, dann sollte das auch mir nicht wehtun, wenn ich das mal unterwegs verliere oder wenn nicht bei der Kamera, wenn jemand Sturz macht, zu Bruch geht. Bei dem Preis habe ich keine Sorge, dann traue ich mich alles, was ich bisher mit der Actioncam mache, auch weiterhin inklusive dieses Mikrofons. Ausnahme natürlich unter Wasser. Da muss ich den Bord zu machen, da geht's also nicht. Kaufempfehlung für dieses Teil, ja oder nein? Ja. Von mir bekommt ihr eine klare Kaufempfehlung, kleiner Preis, funktionierendes System, kann man nicht viel verkehrt machen. Ihr bekommt natürlich bei einem hochwertigen Gerät von DJI oder von Rode wahrscheinlich noch einen größeren Funktionsumfang und wahrscheinlich auch einen etwas besseren Klang. Aber dafür zahlt ihr dann auch 200, 300 Euro. Und dann könnt ihr aufwiegen, braucht ihr denn diese zusätzlichen Funktionen, wie zum Beispiel eine interne Aufnahme im Mikrofon oder noch eine erweiterte Rauschunterdrückung, je nachdem. Ist das für euch notwendig oder nicht? Dann müsst ihr auf so ein etwas teureres System zurückgreifen. Ich brauche es nicht, deshalb reicht mir dieses System völlig hin. Kleiner Hinweis, wie immer bei meinen Videos, all meine Dinge, die ich hier vorführe, kaufe ich von meinem eigenen Taschengeld. Ja, hier wird nichts gesponsert. Also könnt ihr auch meine Empfehlung auch durchaus folgen, weil ich keinerlei finanzielles Interesse habe, euch die Dinger hier aufzuschwatzen. So, liebe Freunde, das war aber auch schon alles. Ich hoffe, das Video war nützlich für euch. Ihr habt so die eine oder andere Information mitgenommen. Und wenn ihr auf der Suche nach einem günstigen Funkmikrofon seid, hat euch das Video vielleicht geholfen. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt fleißig Kommentare, abonniert den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ach, aber nur, wenn ihr auch zum Abonnieren die Glocke aktiviert, damit ihr auch alle diese schönen Videos vorgeschlagen bekommt. Also wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde.